Deutsch lernen durch Hören. Das Geheimnis der versunkenen Stadt. In einer abgelegenen Region stößt ein renommierter Archäologe namens Dr. Markus Berger bei einer Ausgrabung auf eine mysteriöse Schrifttafel. Kurz nach dieser bahnbrechenden Entdeckung verschwindet er plötzlich spurlos. Die Nachricht von seinem Verschwinden verbreitet sich wie ein Lauffeuer und die Welt der Archäologie ist in Aufruhr. Max, ein erfahrener Ermittler mit einer Leidenschaft für Rätsel und komplizierte Fälle, wird beauftragt, den Fall zu übernehmen. Er taucht in die geheimnisvolle Welt der Archäologie ein und beginnt mit den Nachforschungen. Max besucht die Ausgrabungsstätte und sucht nach Hinweisen. Doch sowohl von Dr. Berger als auch von der Schrifttafel fehlt jede Spur. Max ist ratlos. Wo soll er mit seiner Suche beginnen? In diesem Moment wird Max von einer jungen Dame angesprochen. Es ist Bergers Assistentin Lara, eine engagierte und kluge Archäologin. Kurz vor seinem Verschwinden hatte Markus ihr ein Foto der gefundenen Schrifttafel zugeschickt. Gemeinsam verfolgen die beiden die letzten Schritte von Dr. Berger. Sie stoßen auf Hinweise, die zu einer alten Legende führen. Diese Legende erzählt von einer versunkenen Stadt, die einst in dieser Region existiert haben soll. Die Schrifttafel, die Dr. Berger gefunden hat, scheint der Schlüssel zu dieser vergessenen Zivilisation zu sein. Es wird vermutet, dass das Geheimnis der Schrifttafel von unschätzbarem Wert ist. Max betrachtet das Foto der Schrifttafel. Doch er hat keine Ahnung, was all die verschiedenen Symbole bedeuten. Lara hilft ihm dabei, das Rätsel zu lösen, und sie erkennen, dass die Schrifttafel eine Wegbeschreibung zur Stadt enthält. Max verliert keine Zeit und macht sich gemeinsam mit Lara auf den Weg. Auf ihrer Reise stoßen sie auf unzählige Herausforderungen und Hindernisse. Max ist froh, dass er Lara an seiner Seite hat. Er mag zwar Rätsel und hat auch schon viele komplizierte Fälle gelöst, doch mit Archäologie kennt er sich gar nicht aus. Mit Entschlossenheit und Teamarbeit erreichen sie schließlich die versunkene Stadt. Sie befindet sich tief unter der Erde am Ende eines langen Tunnels. Dort entdecken sie nicht nur faszinierende Relikte und Artefakte, sondern auch das erschreckende Geheimnis hinter dem Verschwinden von Dr. Berger. Es stellt sich heraus, dass der Forscher von skrupellosen Schatzjägern entführt wurde, die ebenfalls von der Legende wissen und die Schätze für sich allein haben wollen. Max und Lara schleichen sich an und warten, bis sich die Entführer von Markus entfernen, um die Schatzkammern der geheimnisvollen Stadt zu plündern. Max löst sofort die Fesseln von Dr. Berger und bringt ihn in Sicherheit. Sie wollen die Schatzkammer plündern. Eine große Katastrophe, flüstert Dr. Berger panisch. In diesem Moment ertönt ein lautes Donnern. Als die Schatzjäger den Schatz stehlen wollen, bricht die ganze Stadt in sich zusammen. Lara, Max und Markus rennen so schnell sie können nach draußen. Direkt hinter ihnen bricht der Tunnel zusammen und begräbt die Stadt und alle ihre Schätze für immer unter sich.
Max ist erleichtert. Er hat Dr. Berger gefunden und den Fall gelöst. Doch das Geheimnis der versunkenen Stadt wird nun für immer ungelöst bleiben. Aber nun weiß Max, wie spannend Archäologie sein kann. Wenn ihm die Arbeit als Ermittler irgendwann keinen Spaß mehr macht, dann weiß er schon, was er als nächstes tun wird. Das Geheimnis des verschwundenen Flugzeuges. Max, ein erfahrener Ermittler, hat schon viele Fälle gelöst, aber dieser wird sich als der mysteriöseste seiner Karriere erweisen. Ein alter Freund von der Polizeischule ruft an und berichtet ihm, was passiert ist. Ein Passagierflugzeug ist auf dem Weg von Sydney nach Tokio plötzlich vom Radar verschwunden. Die Nachricht vom verschwundenen Flugzeug verbreitet sich wie ein Lauffeuer und die Welt ist in Aufruhr. Familien der Passagiere und Besatzungsmitglieder warten verzweifelt auf Nachrichten, während die Medien über das rätselhafte Verschwinden berichten. Ein Team aus Experten beginnt damit, den Vorfall zu untersuchen. Doch eine Lösung des Rätsels ist nicht in Sicht. Max wird von den internationalen Behörden beauftragt, den Fall zu übernehmen. Er fliegt nach Sydney und beginnt sofort mit den Ermittlungen. Am Flughafen spricht er mit den Fluglotsen und den letzten Personen, die mit dem Flugzeug Kontakt hatten. Doch die Informationen sind spärlich und verwirrend. Das Flugzeug ist über dem Pazifik verschwunden, einer riesigen Wasserfläche ohne Anhaltspunkte. Max vermutet, dass es eine technische Panne oder ein tragisches Unglück gegeben haben könnte. Aber er kann nicht ausschließen, dass ein Verbrechen der Grund für das Verschwinden ist. In den folgenden Wochen durchsucht Max unermüdlich die Daten und Aufzeichnungen des Fluges. Er analysiert die letzten Funksprüche, das Verhalten der Besatzung und die Wetterbedingungen. Jeder Stein wird umgedreht, aber es gibt keine eindeutigen Hinweise auf das Schicksal des Flugzeuges. Die Familien der Vermissten haben inzwischen kaum noch Hoffnung. Max fühlt den Druck, die Wahrheit herauszufinden und gibt nicht auf. Eines Tages stößt er auf eine verschlüsselte Nachricht, die von einem unbekannten Absender stammt. Die Nachricht enthält Koordinaten, die mitten im Pazifik liegen. Vielleicht kann er dort die Wahrheit herausfinden. Max überzeugt die Behörden, eine Suchmission in dieser Region zu starten. Tage vergehen und dann, nach wochenlanger Qual, gibt es endlich einen Durchbruch. Ein Flugzeug entdeckt Wrackteile auf einer abgelegenen Insel. Max eilt sofort zur Insel und findet das Wrack des verschwundenen Flugzeuges. Es ist ein trauriger Anblick und es gibt keine Überlebenden. Max weiß, dass er die Familien über das Schicksal ihrer Lieben informieren muss. Es ist eine der schwersten Aufgaben in seiner Karriere. Die weiteren Ermittlungen ergeben, dass das Flugzeug von einem technischen Problem betroffen und vom Kurs abgekommen war. Die Besatzung hat bis zuletzt verzweifelt versucht, die Kontrolle wiederzuerlangen. Das Geheimnis des verschwundenen Flugzeuges ist gelöst, aber es war eine traurige und tragische Geschichte. Für Max ist die Arbeit beendet. Er kehrt endlich nach Hause zurück. Er ist erschöpft von den langen Ermittlungen.
Es ist ein Fall, den er niemals vergessen wird und der ihn daran erinnert, dass manchmal die Wahrheit trauriger sein kann als die düstersten Geheimnisse. Doch Max weiß, dass es schon bald neue Fälle geben wird, die gelöst werden müssen. Die Arbeit als Ermittler endet nie. Feuer des Geheimnisses. In der Stadt breitet sich Angst und Schrecken aus. Ein mysteriöser Serienbrandstifter setzt scheinbar willkürlich Gebäude in Brand. Max, ein erfahrener Ermittler, wird mit diesem beunruhigenden Fall betraut. Er weiß, dass er den Täter schnell stoppen muss, bevor weitere unschuldige Menschenleben gefährdet werden. Max' Team beginnt mit den Ermittlungen und untersucht die Brandorte gründlich. Es scheint jedoch keine eindeutigen Beweise dafür zu geben, wer der Täter ist. Die Bevölkerung ist in Aufruhr und die Angst vor einem weiteren Anschlag liegt in der Luft. Max ist ratlos. Er glaubt nicht, dass jemand aus purer Langeweile diese Brände verursacht. Es muss einen Grund geben. Er durchsucht alle Unterlagen, die mit dem Fall in Verbindung stehen könnten. Er sammelt Berichte zu allen Bränden, die es in der Stadt gegeben hat. Bei seinen Nachforschungen stößt er auf eine alte Zeitung, die von einem verheerenden Brand in einem Waisenhaus berichtet. Dieser hat vor vielen Jahren stattgefunden. Dabei starben viele Kinder und die Ursache des Brandes wurde nie aufgeklärt. Es ist ein trauriges Geheimnis aus der Vergangenheit, das bis heute ungelöst blieb. Max spürt, dass es eine Verbindung zwischen dem damaligen Brand und den aktuellen Brandanschlägen geben könnte. Er beginnt, die Überlebenden des ehemaligen Waisenhauses zu überprüfen. Viele von ihnen leben nicht mehr hier oder können beweisen, dass sie zur Tatzeit nicht in der Stadt waren. Doch ein junger Mann hat kein Alibi. Er war ebenfalls ein Bewohner des Waisenhauses und hat bei dem Brand seine besten Freunde verloren. Max beschattet den jungen Mann und beobachtet ihn dabei, wie er Benzin und Zündmaterial kauft. Max ist sich sicher, der Junge aus dem Waisenhaus ist der Serienbrandstifter. Nun steht Max vor einer schweren Entscheidung. Er weiß, dass er den Mann festnehmen muss, um weitere Leben zu schützen. Gleichzeitig sieht er aber auch das gebrochene und verzweifelte Herz des Täters. Max verfolgt den Mann und stellt ihn, als er den nächsten Brand legen will. Er spricht mit ihm über seine Vergangenheit, sein Leid und seine Wut. Der Mann gibt zu, dass er das Trauma des schrecklichen Ereignisses nie überwunden hat und sich von der Gesellschaft im Stich gelassen fühlt. Max zeigt Verständnis für seine Gefühle, verurteilt aber gleichzeitig seine Taten. Der Brandstifter wird festgenommen und vor Gericht gestellt. Während des Prozesses enthüllt er den Grund für die Brandanschläge, erzählt von dem Verlust seiner Freunde und zeigt Reue für seine Taten. Die Bewohner der Stadt sehen den Täter nun nicht nur als Kriminellen, sondern auch als Opfer eines tragischen Ereignisses. Die Stadt beginnt, Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen in schwierigen Situationen besser zu unterstützen. So sollen ähnliche Tragödien in Zukunft verhindert werden. Max hat den Brandstifter gefasst
und die Stadt kann langsam zur Normalität zurückkehren. Der Polizist weiß, dass seine Arbeit als Ermittler nie enden wird. Aber er hofft, dass er durch seine Entschlossenheit und Empathie das Leben vieler Menschen positiv beeinflussen kann. Die Erinnerung an die traurigen Geheimnisse aus der Vergangenheit wird in den Herzen der Menschen weiterleben. Doch vielleicht wird sich die Stadt mit der Zeit zu einem Ort der Hoffnung und des Miteinanders entwickeln. Das falsche Spiel. Max hat während seiner Zeit bei der Polizei schon viele Fälle gelöst. Doch der neueste Fall bringt selbst ihn zum Verzweifeln. Es beginnt damit, dass Max einen Anruf von seinem Vorgesetzten erhält und sofort ins Büro kommen soll. Mehrere Menschen beschuldigen ihn, schwere Verbrechen begangen zu haben. Max ist verwirrt und besorgt zugleich. Er möchte wissen, was genau die Menschen behaupten. Sein Name wird in Verbindung mit mehreren Verbrechen genannt, die er nie begangen hat. Max soll zum Beispiel der Täter in mehreren Online-Betrugsfällen sein. Die Beweise sind überwältigend. Dazu gehören sein Ausweis, Fotos und Nachrichten aus seinem eigenen E-Mail-Account. Alles deutet darauf hin, dass Max, der erfahrene Kriminalpolizist, tatsächlich ein Verbrecher ist. Sogar einige Freunde und Kollegen zweifeln plötzlich an ihm. Max ist entschlossen, den wahren Täter zu finden und seine Unschuld zu beweisen. Doch das ist gar nicht so leicht. Da Max der Hauptverdächtige in diesem neuen Fall ist, darf er das Polizeirevier zunächst nicht verlassen. Max ist verzweifelt. Wie soll er den Fall lösen, wenn er nicht nach dem wahren Täter suchen darf? In diesem Moment kommt ihm die rettende Idee. Er kontaktiert Luisa, eine alte Freundin. Vor einigen Jahren hat Max ihr geholfen, einen Stalker loszuwerden. Nun benötigt er ihre Hilfe. Luisa hat ein besonderes Talent. Sie ist ein richtiges Computergenie. Max bittet sie, den Vorfall zu untersuchen und den wahren Täter zu ermitteln. Luisa erklärt sich sofort bereit, ihrem Freund in Not zu helfen. Zuerst überprüft sie den E-Mail-Account. Sie findet heraus, dass die Betrugsmail nicht von Max' Computer zu Hause, sondern aus einer kleinen Wohnung am Stadtrand verschickt wurde. Diese Information könnte der entscheidende Hinweis zur Lösung des Falls sein. Max gibt seinem Freund und langjährigen Kollegen Lukas die Adresse. Er soll nachsehen, wer dort wohnt. Lukas glaubt nach wie vor daran, dass Max unschuldig ist und möchte ihm helfen. Deswegen fährt er zu der Adresse und beschattet die Wohnung. Nach einiger Zeit verlässt ein Mann das Haus. Lukas macht sofort mehrere Fotos und fährt dann zurück zum Revier. Als Max die Fotos sieht, kann er es nicht glauben. Der Mann ist ein alter Feind, den er vor Jahren hinter Gitter gebracht hat. Er hat seine Strafe abgesessen und ist nun auf Rache aus. Dem Täter ist es gelungen, Max' Identität zu stehlen und seine Spuren zu verwischen. Er nutzt jetzt Max' guten Ruf als Ermittler,
um Verbrechen in seinem Namen zu begehen und ihn zu diskreditieren. Zusammen mit Luisas Hilfe hacken sich die Polizeibeamten in das Netzwerk des Verdächtigen und überwachen seine Online-Aktivitäten. Als er das nächste Mal Max' Identität für einen Betrug nutzen will, schlagen sie zu. Im Verhör gesteht der Mann seine Tat und gibt zu, die E-Mails in Max' Namen verschickt zu haben. Damit ist die Unschuld von Max bewiesen. Er ist erleichtert und weiß jetzt, wie gefährlich ein Identitätsdiebstahl sein kann. In Zukunft wird er noch besser auf seine Daten im Internet achten. Mehrere Kollegen entschuldigen sich bei ihm, dass sie ihn verdächtigt haben. Doch Max ist nicht nachtragend. Er ist nur froh, dass sein guter Ruf wiederhergestellt wurde. Das Verschwinden der Millionärin. In einer schicken Villa am Stadtrand lebt die wohlhabende Geschäftsfrau Isabella von Hohenberg. Sie führt ein glamouröses Leben, ist jedoch nicht glücklich. Eines Tages verschwindet Isabella spurlos. Max, der erfahrene Kriminalpolizist, kennt die Familie von Hohenberg schon seit vielen Jahren und ist überrascht von Isabellas Verschwinden. Er bietet dem Ehemann Maximilian von Hohenberg seine Hilfe an und will den Fall lösen. Er beginnt, die Villa zu durchsuchen und spricht mit den Angestellten. Doch niemand kann sich erklären, was passiert ist. Max vermutet, dass es sich nicht nur um ein einfaches Verschwinden handelt. Bei seinen Recherchen stößt Max auf ein geheimes Tagebuch, das Isabella versteckt hat. Durch die Einträge lernt Max eine andere Seite von ihr kennen. Eine einsame Frau, die sich in ihrer Ehe gefangen fühlt und nach Freiheit sucht. Max erfährt auch von einer mysteriösen Liebesaffäre, die Isabella gehabt haben soll. Er befragt Isabellas Freundeskreis und findet heraus, dass sie vor einigen Wochen mit einem dubiosen Geschäftsmann gesehen wurde. Dieser Mann ist bekannt für seine kriminellen Verbindungen. Max weiß, dass er eine Schlüsselfigur in diesem Fall sein könnte. Max überwacht die Firma des Geschäftsmannes. Er kann ihn nach einigen Tagen endlich finden und verhören. Der Mann gesteht, dass er Isabella erpresst hat. Er hat ihre Affäre entdeckt und ihr gedroht, sie öffentlich zu demütigen. Um das zu verhindern, soll Isabella ihm Geld zahlen. Doch Isabella hat sich geweigert. »Ich habe sie erpresst, aber mit der Entführung habe ich nichts zu tun«, verspricht der Geschäftsmann. Max glaubt ihm, doch nun hat er ein Problem. Er weiß noch immer nicht, wer der Entführer ist. Max geht noch einmal zur Villa und überprüft den Tatort. Beim Durchsuchen von Isabellas Zimmer findet er einen wichtigen Hinweis. Unter einem der Schränke liegt eine kleine Schlüsselkarte. Sie gehört zu einem Warenlager am Stadtrand. Max weiß aus vorherigen Fällen, dass das Warenlager häufig für kriminelle Aktivitäten genutzt wird. Zusammen mit 2 Kollegen macht er sich auf den Weg. Vorsichtig nähern sich die Polizisten dem Lager und öffnen die Tür mit der Schlüsselkarte. In dem Raum
sitzt tatsächlich Isabella, gefesselt und verzweifelt. Auch der Entführer ist bei ihr. Panisch versucht er zu fliehen. Max rennt ihm sofort hinterher, während seine Kollegen Isabella befreien. In einer aufregenden Verfolgungsjagd gelingt es dem Kriminalpolizisten schließlich, den Entführer zu stellen. Auf dem Polizeirevier wird der Mann verhört. Er gesteht, dass er Isabella entführt und gefesselt hat. Die Tat ist jedoch nur ein Auftrag gewesen. Max kann nicht glauben, wer in Wahrheit hinter der Entführung steckt. Der Auftraggeber war der Ehemann von Isabella, Maximilian von Hohenberg. Er hat von der Affäre seiner Frau erfahren und wollte sich so an ihr rächen. Die Polizisten machen sich sofort auf den Weg zur Villa und verhaften Maximilian. Damit war ein weiterer komplizierter Fall gelöst. Isabella bedankt sich herzlich bei Max und seinen Kollegen für ihre tolle Arbeit. Sie kann nicht glauben, dass ihr Mann der wahre Täter ist. Auch Max ist erschüttert, dass Maximilian so etwas getan hat. Doch aus früheren Fällen weiß er, dass sich manchmal auch hinter den glamourösesten Fassaden düstere Geheimnisse verbergen. Du hattest mir so viel versprochen, meine Seele tief berührt. Und jetzt ist mein Herz gebrochen, wusste nicht, wie mir geschieht. Warum stehst du vor meiner Tür? Warum, sag mir warum, was willst du noch von mir? Warum hast du gesagt, es ist aus und vorbei, es passt nicht mehr zwischen uns und es war nur eine Liebelei. Warum, was willst du heute hier und stehst mit roten Rosen jetzt vor meiner Tür? Warum, was willst du heute hier und stehst mit roten Rosen vor meiner Tür? Von mir. Warum hast du gesagt, es ist aus und vorbei, es passt nicht mehr zwischen uns und es war nur eine Liebelei. Kannst du mich nicht vergessen, so wie ich dich? Und kannst du nachts nicht schlafen ohne mich? Tut es dir leid und hast du nachgedacht, wie weh du mir getan hast? Dann nimm mich einfach in den Arm, ich weiß, es ist noch Liebe da. Warum stehst du vor meiner Tür? Warum, sag mir warum, was willst du noch von mir? Warum hast du gesagt, es ist aus und vorbei, es passt nicht mehr zwischen uns und es war nur eine Liebelei. Warum
Das verschwundene Kind. Max wird zu einem der herzzerreißendsten Fälle seiner Karriere gerufen. Das Verschwinden eines kleinen Mädchens namens Emily. Sie ist erst 6 Jahre alt und wurde aus ihrem eigenen Garten entführt, während sie spielte. Die Nachricht von Emilys Verschwinden verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Die Stadt steht unter Schock und die Medien berichten rund um die Uhr über den Fall. Max übernimmt die Ermittlungen und verspricht Emilys verzweifelten Eltern, alles zu tun, um das Mädchen zu finden. Die ersten Stunden sind entscheidend. Max und sein Team durchsuchen den Garten und die nähere Umgebung gründlich, befragen Nachbarn und sammeln jede mögliche Information. Doch es gibt keine Spur von Emily. In den folgenden Tagen intensiviert Max die Suche. Er arbeitet eng mit der örtlichen Polizei zusammen und zieht auch FBI-Agenten hinzu, um den Fall zu lösen. Die Ermittler finden heraus, dass es sich bei dem Entführer um einen professionellen Kriminellen handelt, der seine Spuren sorgfältig verwischt. Max und sein Team durchkämmen die Stadt nach Hinweisen und befragen Verdächtige. Doch der Entführer scheint ihnen immer einen Schritt voraus zu sein. Die Zeit verstreicht und Emilys Eltern sind am Rande der Verzweiflung. Doch Max gibt nicht auf. Er verfolgt jede noch so kleine Spur und analysiert die Beweise immer wieder. Schließlich stößt er auf eine unauffällige Überwachungsaufnahme aus der Nähe von Emilys Haus, die den Entführer zeigt. Max identifiziert den Mann und stellt fest, dass er bereits wegen ähnlicher Verbrechen verurteilt wurde. Er weiß, dass er schnell handeln muss. Max durchsucht die Akten und findet eine alte Adresse des Täters. Vielleicht wohnt er immer noch dort. Zusammen mit seinem Team beginnt er, das Haus zu überwachen. Nach einigen Stunden bemerken sie, dass Licht im Haus brennt. Mit einem Fernglas schaut Max durch das Fenster. Tatsächlich. Bei dem Mann handelt es sich um den gesuchten Entführer. Emily sitzt gefesselt neben ihm. Die Beamten dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Vorsichtig nähern sie sich dem Haus und stürmen dann gemeinsam hinein. In einer mutigen Rettungsaktion gelingt es Max und seinem Team schließlich, Emily aus den Händen des Entführers zu befreien. Der Mann wird sofort verhaftet und abgeführt. Max erkundigt sich bei Emily, ob es ihr gut geht. Das Mädchen ist noch ein bisschen verängstigt, aber unverletzt. Die Stadt atmet auf, als von Emilys Rettung berichtet wird. Max und sein Team werden als große Helden gefeiert. Doch er weiß, dass die eigentliche Heldin Emily selbst ist. Trotz ihrer jungen Jahre hat sie unglaublichen Mut gezeigt. Max fährt nach Hause und lässt sich erschöpft auf die Couch fallen. Er mag seinen Job sehr, doch auch er ist manchmal froh, wenn der Arbeitstag endlich zu Ende ist.
Die Spur des Zweifels. Max, der erfahrene Ermittler, steht vor einem neuen Rätsel. Ein angesehener Geschäftsmann, Alexander Berger, wurde tot in seinem Büro aufgefunden. Max fährt sofort zum Tatort und sucht mit seinen Kollegen nach Spuren. Alles deutet auf einen Selbstmord hin. Die Tür ist von innen verschlossen und ein Abschiedsbrief liegt auf dem Schreibtisch. Doch Max hat Zweifel. Alles wirkt einfach zu perfekt und eindeutig. Auch zu Hause denkt Max noch angestrengt über den Fall nach. Er sieht sich noch einmal die Fotos vom Tatort an. Dabei fallen ihm kleine Details auf, die er zuvor übersehen hat. Die Position des Abschiedsbriefs und des Schreibtischstuhls deuten darauf hin, dass jemand den Tatort manipuliert hat. War es doch ein Mord? Am nächsten Tag fährt der Kriminalpolizist sofort wieder zum Tatort und beginnt mit seinen Untersuchungen. Während seiner Ermittlungen stößt Max auf eine geheime Affäre, die Alexander Berger hatte. Seine Geliebte Julia war eine Mitarbeiterin aus seiner Firma. Max vermutet, dass diese Affäre ein Motiv für einen möglichen Mord sein könnte. Er weiß aus verschiedenen Befragungen, dass Alexanders Frau sehr eifersüchtig ist. Doch sowohl Julia als auch Alexanders Ehefrau haben ein Alibi für die Tatzeit. Beide kommen für den Mord nicht in Frage. Eine Sackgasse. Wer ist der wahre Täter? Max beginnt, das Leben von Alexander Berger genau unter die Lupe zu nehmen. Der Verstorbene war ein erfolgreicher Unternehmer, der eine große Firma geleitet hat. Doch je mehr Max in sein Leben eintaucht, desto mehr Ungereimtheiten kommen ans Licht. Max spricht mit Freunden und Geschäftspartnern von Alexander und es wird deutlich, dass der Geschäftsmann kurz vor seinem Tod in finanziellen Schwierigkeiten gesteckt hat. Seine Firma hat hohe Schulden und einige Investitionen waren gescheitert. Es gibt auch Gerüchte über Konflikte mit konkurrierenden Unternehmen. Die Spuren führen Max schließlich zu einem ehemaligen Geschäftspartner von Alexander, Martin Lenz. Dieser hat ein Motiv. Er will die Firma übernehmen und hat immer wieder versucht, Alexander zur Zusammenarbeit zu überreden. Doch Alexander hat immer standhaft abgelehnt. Max findet außerdem heraus, dass Martin nebenberuflich als Schauspieler tätig war und bei vielen Krimis mitgespielt hat. Max konfrontiert Martin Lenz mit den Beweisen. Schon nach kurzer Zeit gibt Martin auf und gibt zu, Alexander getötet und den Tatort als Selbstmord inszeniert zu haben. Er wollte den Verdacht auf Alexanders finanzielle Probleme lenken und sich so einen Vorteil verschaffen. Durch seine Arbeit als Schauspieler wusste er, wie man ein Verbrechen als Selbstmord tarnen kann. Mit Martins Geständnis ist der Fall gelöst und Max kann die Wahrheit ans Licht bringen. Alexander Berger ist das Opfer eines eiskalten Mordes. Max ist stolz auf sich und seine Arbeit. Doch dann sieht er den Aktenstapel auf seinem Schreibtisch mit den unzähligen ungelösten Fällen. Er weiß, dass es noch eine Menge zu tun gibt. Doch Max weiß auch, dass er mit seiner Arbeit jeden Tag dafür sorgt, dass die Stadt ein bisschen sicherer wird.
im 7. Himmel sein. Das bedeutet einfach verliebt sein oder sehr glücklich sein. Zum Beispiel: Thorsten hat heute Morgen in der Bibliothek ein hübsches Mädchen kennengelernt und sich sofort in sie verliebt. Am Abend fragt seine Mutter ihn: Was ist denn mit dir los? Du strahlst, als hättest du im Lotto gewonnen. Thorsten antwortet: Ich habe heute ein sehr nettes Mädchen kennengelernt. Sie heißt Elena. Ich bin im 7. Himmel. Rätsel aus der Vergangenheit. Max sitzt in seinem Büro und starrt auf den alten, verstaubten Karton vor ihm. Die Zeitkapsel. Sie ist bei Bauarbeiten in der Stadt entdeckt worden und soll heute geöffnet werden. Als Ermittler hat er normalerweise mit aktuellen Kriminalfällen zu tun, aber dieser mysteriöse Fund hat seine Neugier geweckt. Die Presse und andere Schaulustige haben sich vor dem Polizeirevier versammelt und wollen über den Inhalt der Kiste berichten. Max wartet, bis alle seine Kollegen versammelt und bereit sind. Alle sind gespannt, als der Deckel des Kartons geöffnet wird. Zum Vorschein kommt ein altes Tagebuch aus den 1950er Jahren. Viele Polizisten sind enttäuscht. Sie haben einen wertvollen Schatz erwartet. Doch Max ahnt, dass sich in dem Buch ein großes Geheimnis verbergen könnte. Er schlägt es vorsichtig auf und beginnt zu lesen. Die Einträge sind von einem gewissen Henry, einem jungen Mann aus der damaligen Zeit. In den Seiten des Tagebuches finden sich rätselhafte Hinweise auf ungelöste Verbrechen aus den 1950er Jahren. Max wird neugierig und vertieft sich in die Aufzeichnungen. Er liest von Diebstählen, mysteriösen Verschwinden und ungeklärten Todesfällen. Offenbar hat Henry Informationen gesammelt und versucht, diese Fälle selbst zu lösen. Max kann nicht widerstehen. Er beginnt, die alten Kriminalfälle aus den 1950ern wieder aufzurollen. Einer der Fälle führt Max zu einem nie aufgeklärten Raubüberfall in einer alten Bank. Die Informationen im Tagebuch deuten auf eine verborgene Schatzkarte hin, die den Standort der gestohlenen Beute anzeigen soll. Doch die Symbole im Tagebuch sind für ihn nicht zu entziffern. Er braucht Hilfe. Max fährt zu Lara, einer Archäologin und alten Freundin. Sie hat ihm früher schon einmal bei einem Fall geholfen. Sie kennt sich besonders gut mit Geheimsprachen aus. Lara braucht nicht lange, um die Geheimsprache zu entschlüsseln. Der Text lautet: Wo das Salzwasser leise flüstert, wartet ein verborgener Schatz auf dich. Durchsuche den Ort, wo die Vergangenheit spricht. Dort findest du, was dein Herz erleichtert und bricht. Max liest sich das Rätsel mehrfach durch, doch er hat keine Ahnung, was das bedeutet. Lara braucht nicht lange, um die Lösung zu finden. Ich glaube, der Fundort des Schatzes ist ein Hafen, sagt sie. Max sieht sich noch einmal die Notizen im Tagebuch an.
Der Banküberfall fand in der Nähe des alten Stadthafens statt. Dort muss sich auch der gesuchte Schatz befinden. Gemeinsam mit Lara fährt er zum Hafen und durchsucht jedes Schiff. Nach Tagen intensiver Arbeit gelingt es den beiden, den Schatz in einem alten Segelschiff zu finden. Es ist ein wertvoller Fund, bestehend aus Gold und Silber. Max hat nicht nur den Schatz gefunden, sondern auch einen der alten Kriminalfälle gelöst. Die Stadt feiert Max als Helden. Er hat nicht nur ein Rätsel der Zeitkapsel gelöst, sondern auch ein lang vergessenes Verbrechen aufgeklärt. Max ist zufrieden. Es hat Spaß gemacht, zur Abwechslung mal einen Fall aus der Vergangenheit zu lösen. Und er weiß, dass sich im Tagebuch noch viele weitere spannende Fälle befinden, die gelöst werden müssen. Seine Arbeit ist noch nicht beendet, doch das ist eine Aufgabe für einen anderen Tag. Die verschwundene Erinnerung. Eigentlich wollte Max gerade in seinen wohlverdienten Feierabend starten, als plötzlich sein Handy klingelt. Als er den Anruf erhält, kann er nicht ahnen, wie kompliziert dieser Fall werden wird. Eine junge Frau namens Lena ist ohne jede Erinnerung an die letzten Wochen aufgewacht und hat panische Angst. Sie ist überzeugt, Zeugin eines schrecklichen Verbrechens gewesen zu sein. Max erklärt sich sofort dazu bereit, den Fall zu übernehmen. Er findet Lena in ihrem Apartment, das in einem verwüsteten Zustand ist. Sie zittert am ganzen Körper und in ihren Augen erkennt Max tiefe Verwirrung. Er versucht, sie zu beruhigen, bevor er mit seinen Ermittlungen beginnt. Durch seine langjährige Erfahrung weiß Max, dass es wichtig ist, den Opfern viel Zeit zu geben und sie nicht zu überfordern. Er kocht den beiden eine Tasse Tee und setzt sich zusammen mit Lena auf das Sofa. Nach einiger Zeit ist sie bereit für die Befragung. Leider sind die Informationen nur sehr spärlich. Sie kann sich an nichts erinnern, außer an ein paar undeutliche Eindrücke, an ein verlassenes Lagerhaus und an dumpfe Schreie. Max beschließt, mit ihr eine Technik zur Wiederherstellung von Erinnerungen zu üben. Sie beginnen, ihre Gedanken und Gefühle aufzuschreiben. Nach und nach kommen auf diese Weise einige Bruchteile von Lenas Erinnerungen ans Licht. In mühevoller Kleinarbeit setzen sie die Puzzleteile zusammen. Es stellt sich heraus, dass Lena in einen Mord verwickelt war. Sie hat zufällig einen Mann beobachtet, der eine Leiche in besagtem Lagerhaus versteckt hat. Als der Täter sie bemerkt hat, hat er alles getan, um sie zum Schweigen zu bringen und ihre Erinnerungen zu löschen. Lena wurde mehrere Tage gefangen gehalten, bis sie schließlich fliehen konnte. Max setzt alles daran, den Mörder zu finden, bevor dieser auf die Idee kommt, Lena erneut anzugreifen. Doch ohne genauere Anhaltspunkte ist das unmöglich. Die Ermittler haben keine Informationen über den Täter oder seinen Aufenthaltsort.
Allein in Max' kleiner Heimatstadt gibt es unzählige Lagerhäuser. Max sieht nur einen einzigen Ausweg. Er muss Lena noch einmal befragen und mit ihr zusammen die Wahrheit herausfinden. Er fährt sofort zu ihrem Apartment und erklärt ihr die Situation. Lena ist einverstanden, Max zu helfen. Schritt für Schritt arbeiten sie sich durch die Bruchstücke ihrer Erinnerungen, bis sie schließlich den Täter identifizieren können. Auch das Lagerhaus kann Max mit Hilfe von Lenas Erinnerungen eindeutig lokalisieren. Es stellt sich heraus, dass der Mörder ein berüchtigter Verbrecher ist, der für seine grausamen Methoden bekannt ist. Max und sein Team stürmen das Lagerhaus und nehmen den Täter fest. Die Ermittler verhören den Täter und finden so auch den Ort, an dem die Leiche versteckt wurde. Der Täter wird sofort verhaftet und vor Gericht gestellt. Damit ist der Fall abgeschlossen. Lena ist zwar immer noch traumatisiert, aber sie ist erleichtert, dass die Gefahr vorbei ist. Max verspricht, ihr die Hilfe zu geben, die sie braucht, um ihre Erinnerungen zu vergessen. Hoffentlich kann sie dieses traumatische Erlebnis schnell hinter sich lassen. Dieser neue Fall zeigt, dass selbst in den dunkelsten Stunden die Wahrheit ans Licht kommen kann, wenn man hartnäckig daran arbeitet. Für Max geht damit ein spannender und ereignisreicher Tag zu Ende. Die geheimnisvollen Vergiftungen. Endlich beginnt der Urlaub von Ermittler Max. Seit vielen Monaten hat er sich darauf gefreut. Einfach mal abschalten und die freie Zeit genießen. Doch seine Pläne ändern sich schlagartig, als er am Morgen die Zeitung aufschlägt und die Titelseite liest. Die Stadt ist in Aufruhr. Mehrere Menschen sind auf mysteriöse Weise vergiftet worden. Und die Bevölkerung lebt in Angst. Max weiß, dass er bei der Suche nach dem Täter helfen muss. Doch als er den Fall übernimmt, steht er vor einer unlösbaren Aufgabe. Es gibt keine klaren Hinweise auf den Täter oder das Motiv. Sein erster Schritt ist, die Opfer genau zu untersuchen. Alle haben ähnliche Symptome gezeigt: Übelkeit, Erbrechen und starke Bauchschmerzen. Doch die Tests im Labor liefern keine eindeutigen Ergebnisse. Es scheint, als ob das Gift eine unbekannte Substanz ist. Max beginnt sofort, einen bestimmten Mann zu verdächtigen. Er hat in der Vergangenheit schon mehrfach versucht, Menschen zu vergiften. Vielleicht ist er auch dieses Mal der Täter. Max fährt sofort zum Revier und durchsucht die Unterlagen. Dort findet er heraus, dass der verdächtige Mann derzeit wegen Raubes im Gefängnis sitzt. Er kann nicht der Täter sein. Damit stehen Max und sein Team wieder ganz am Anfang. Frustriert fährt Max nach Hause und geht schlafen. Doch der Fall lässt ihm keine Ruhe.
Am nächsten Tag beginnt Max, die letzten Bewegungen der Opfer zu rekonstruieren. Er spricht mit ihren Familien, Freunden und Kollegen, um mögliche Verbindungen zwischen den vergifteten Personen zu finden. Dabei stellt er fest, dass sie alle vor kurzem an einem Charity-Event teilgenommen haben, das von einer örtlichen Wohltätigkeitsorganisation organisiert wurde. Max vertieft seine Ermittlungen in diese Richtung. Er steigt in sein Auto und macht sich auf den Weg zur Wohltätigkeitsorganisation. Der Ermittler findet heraus, dass diese von einer ehrgeizigen Leiterin geführt wird. Ihr Erfolg steht über allem. Als Max genauer hinschaut, entdeckt er finanzielle Unregelmäßigkeiten und Verdächtigungen, dass Spenden veruntreut werden. Es scheint, dass die Opfer der Vergiftung Fragen gestellt und Nachforschungen angestellt haben, die die Leiterin der Wohltätigkeitsorganisation bedroht haben. Max vermutet, dass sie das Gift benutzt hat, um ihre Gegner aus dem Weg zu räumen. Doch Vermutungen allein reichen nicht aus. Nun muss er die Schuld der Leiterin beweisen. Max sucht nach Hinweisen und spricht mit Zeugen. Schließlich stellt er fest, dass die Leiterin der Wohltätigkeitsorganisation in ihrem Büro hochgiftige Chemikalien aufbewahrt hat. Bei einer Durchsuchung ihres Hauses entdeckt er weitere Beweise, die ihre Schuld bestätigen. Dort liegen Anleitungen für giftige Getränke und Behälter, die das gesuchte Gift enthalten. Die Leiterin wird verhaftet und vor Gericht gestellt. Sie versucht, ihre Unschuld zu beweisen, aber die Beweise gegen sie sind eindeutig. Sie wird für schuldig befunden und zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Die Stadt kann endlich aufatmen, als der Fall gelöst ist. Die geheimnisvollen Vergiftungen haben die Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Doch dank der Entschlossenheit und Klugheit von Max wurde die Täterin bestraft. Der Ermittler ist erleichtert. Durch die schnelle Aufklärung des Falles kann er jetzt endlich in seinen wohlverdienten Urlaub starten. Nicht von Pappe sein. Wenn jemand sprichwörtlich nicht von Pappe ist, so bedeutet das, dass er nicht zu unterschätzen oder auch tatkräftig ist. Udo arbeitet als Kellner in einem Restaurant und seine Kollegin soll einen Teller mit Fleisch zum Tisch tragen. Plötzlich stolpert sie und das ganze Essen fällt zu Boden. Udo läuft zu ihr und hilft beim Aufstehen. Er sieht, dass nichts Schlimmes passiert ist und tröstet sie mit den Worten: »Komm, steh auf, du bist doch nicht von Pappe.«